Servus Leute, ich hoffe es geht euch gut und dass ihr diesen Sommer fleißig am Trainieren seid. Aber was bedeutet wirklich fleißig am Trainieren im Sommer? Wie trainiere ich im Sommer richtig? Das ist tatsächlich eine große Herausforderung für viele Spieler und Spielerinnen. Warum? Im Winter ist man mit der Mannschaft unterwegs auf dem Eis. Das Skills-Training wird automatisch in das Mannschaftstraining eingebaut. Im Sommer sieht das Training aber anders aus, wenn man mit der Mannschaft unterwegs ist. Man macht viel Athletik, Krafttraining, andere Sportarten, was sehr, sehr wichtig ist, verstehe mich nicht falsch. Aber das Skills-Training im Sommer wird öfters weniger gemacht. Was ist aber, wenn du wirklich an deinen Schuss arbeiten möchtest? Dein Stickhandling oder ein Bereich von deinem Schlittschuhlaufen gibt dir große Probleme. Dann musst du auch daran im Sommer arbeiten, aber öfters alleine. Da bekommen viele Spieler und Spielerinnen Probleme. Die wissen nicht genau, wie sie das Training für sich zu Hause aufbauen sollen. Am Ende des Sommers sagen sie, hey, ich habe wirklich viel trainiert, aber ist leider nicht viel dabei rausgekommen. In diesem Video werde ich euch dabei helfen. Es ist nicht wirklich schwierig. Ihr braucht nur eine kleine Einleitung und dann werdet ihr gut auch alleine trainieren können. Let's get started. So, Problem Nummer 1. Das Teil hier. So wichtig mittlerweile fürs Leben. Man kann nicht ohne Smartphone leben. Fürs Training meistens absolut tödlich. Weil ich sehe so viele Spieler trainieren ein bisschen, schauen auf den nächsten WhatsApp, TikTok, Insta, was auch immer, trainieren nochmal, schauen nochmal auf dem Handy. Das ist nicht notwendig. Warum brauchst du ein Handy bei deinem Training? Mach das Ganze später. Einziger Grund, warum du ein Handy vielleicht bei deinem Training dabei haben solltest, ist, wenn du wirklich dich filmen möchtest, das anschauen will und sehen, okay, wo sind meine Fehler, was kann ich verbessern. Dann ist es okay, aber ansonsten, es kostet euch so viel Zeit und lenkt so viel ab im Training. Also das Teil hier, schmeiß sie weg. Nächster Punkt, Trainingsmaterialien. Und da drehe ich absolut durch, weil es gibt absolut keine Ausrede, warum man nicht das richtige Material für ein gutes Sommertraining dabei haben sollte. Man muss nicht ewig viel Kohle ausgeben, um ein gutes Sommertraining machen zu können, was das Skills betrifft. Kleine Geschichte, ich hatte Privatstunden mit einem Jungen von meiner wohlhabenden Familie, schönes Haus, schöne Autos. Ich kam da an, 9 Scheiben, große Hecke hinter das Tor. Was denkt ihr, wie viel Zeit wir mit Schießen verbracht haben und wie viel Zeit wir mit Scheiben sammeln oder suchen verbracht haben? Wir haben eine Stunde geschossen, aber wie viele Pucks haben wir tatsächlich geschossen? Kauft euch 20 oder 30 Pucks, die sind nicht super teuer. Und dann könnt ihr ein bisschen mehr Pucks hintereinander schießen. Willst du Stickhandling-Training? Dann ein Tennisball auf die Straße ist ein bisschen suboptimal. Green Biscuit oder was Ähnliches, super Sache. Willst du Inliner trainieren, dann schau einfach, dass deine Rollen nicht auf einer Seite völlig abgeranzt sind, dass ihr sie ab und zu mal tauscht. Solche Sachen, da gibt es überhaupt keine Ausreden. Habt die richtigen Trainingsmaterialien, die sind nicht teuer und ihr werdet viel effektiver trainieren können. Noch sehr wichtig, setz dir ein Trainingsziel. Was möchtest du verbessern? Woran möchtest du arbeiten? Willst du als Beispiel Inliner fahren gehen und an deinen Hip Opener arbeiten, was sich übrigens auf Inliner sehr gut trainieren lässt. Möchtest du dabei schauen, dass dein vorderer Fuß ein bisschen besser abdrückt? Das wäre ein gutes Trainingsziel. Magst du Stickhandling-Training? Möchtest du darauf achten, dass deine obere Hand ein bisschen beweglicher ist, der Handgelenk sich ein bisschen besser rollt? Auch ein gutes Ziel. Willst du stattdessen vielleicht heute Schusstraining machen und schauen, dass du ein bisschen mehr von der Spitze des Schlägerblatts schießen lernst? Auch ein gutes Ziel. Aber du musst wissen, woran du arbeiten möchtest. Und setz dir auch nicht zu viele Schwerpunkte. Ein Profi kann mehr Schwerpunkte einbauen wie ein Anfänger. Für einen Anfänger ein einziges Trainingsziel, ein einziger Schwerpunkt ist mehr als ausreichend. Und der letzte Punkt, bevor du trainieren gehst, schreib auf, was du machen möchtest. Es reicht einfach ein Blankostück Papier in Stichform. Es muss nicht ausschauen wie ein Picasso-Gemälde. Aber du musst wissen, was du machen wirst bei deinem Training. Ich kenne es aus eigener Leib. Ich habe genügend Erfahrung als Trainer mittlerweile, ein ordentliches Training aus dem Hut zu zaubern. Aber ich weiß, mein Training wird immer besser sein, wenn ich es vorher aufschreibe, ein bisschen mal, was ich machen möchte. Also mach genau das Gleiche.
Und im Winter ist das Training eher ein bisschen zeitlich eingeschränkt. Wir müssen unsere Trainingspläne machen für zum Beispiel 60 Minuten auf dem Eis. Das ist nicht unbedingt optimal, aber im Sommer haben wir diese Einschränkung meistens nicht. Ob du 50 Minuten trainierst oder 60 Minuten trainierst, ist meistens wurscht. Also schreibe lieber die Wiederholungszahl auf, was du trainieren möchtest, statt einen Zeitrahmen. Weil dann weißt du genau, okay, ich habe heute 150 Handgelenkschüsse geübt. Ich habe 50 Toe Drags geübt auf die Inliner. Dann weißt du, dass du auch genügend trainiert hast. Weil du kannst eine Stunde trainieren, aber wenn du halt nur 10 Schüsse gemacht hast, weil du rumgewandert bist, dann ist diese Stunde auch für die Katz. Und letztlich, nicht vergessen, hab Spaß. Wenn du dein Training durchgezogen hast und es gut war, mach etwas am Ende, das dir Spaß macht. Ich kenne es aus den Spielern, mit denen ich Privatstunden habe im Training. Wir trainieren hart und am Ende, wir zocken 1 gegen 1 oder wenn es 3 Leute sind, 1 gegen 1 gegen 1. Hat nicht allzu viel mit dem Training zu tun, aber wir haben gut trainiert, wir haben hart trainiert. Also jetzt haben wir unseren Spaß. Und jetzt, genug geredet, Zeit ins Training zu gehen. Ich habe eine Privatstunde mit ein paar Jungs, mit denen ich regelmäßig im Sommer trainiere. 2 Brüder, einer aus der U20, einer aus der U17, Niki und Lukas. Und ich zeige euch ein paar Ausschnitte von wie unser Training aufgebaut ist auf der Inlinerbahn. Let's go! Weiter mit den Füßen arbeiten, weiter mit den Füßen arbeiten. Und schieben mit den Füßen, immer mit den Füßen schieben. Ja, langsame, schöne Kurven fahren. Scheibe bleibt an der Spitze immer. Locker bleiben. Okay, ein bisschen eindeutiger mit dem Fake, okay? Richtig diese Pump. Gut. And shot. Jawohl. Good work. So, ich kenne den Jungs schon länger. Wir haben schon vorher viel an der Stick-Move geübt, viel Toe Drags geübt. Für diesen Training wollten sie ein bisschen was anderes haben. Ein bisschen andere Art vom Fake, die sie auch beim 1 gegen 1 oder auch beim Schießen einbauen könnte. Was wir heute geübt haben, war kein reiner Toe Drag, sondern Zug nach innen mit möglicherweise weitere Push nach außen, die man gut in unterschiedliche Situationen einbauen könnte. Die Scheibe sollte großenteils auf der Vorhand bleiben. Wir haben es systematisch aufgebaut, einfach die Bewegungen, versucht die Füße auch mit einzubinden, was natürlich schwierig ist auf Inliner, aber möglich ist. Und dann haben wir es in Schüsse eingebaut, dann Schüsse mit Pass und dann in spielähnliche Situationen eingebaut. Lukas ist Verteidiger, also hat er auch ein bisschen Aufbau geübt unter Druck. Gute Pass zum Niklas, damit er auch dann schießen könnte. Und so hast du dann ein Training am Ende mit einem bestimmten Fokus, wo du viele Wiederholungen von den Schwerpunkt bekommst. Natürlich sind andere Sachen eingebaut, wie Pässe, wie ein Aufbau. Das ist total okay für Spieler diesem Level, aber wir wissen ganz genau, woran wir arbeiten wollten in diesem Training. Das ist nicht das komplette Training, es sind nur Ausschnitte davon. Nicht jede Übung ist dabei. Am Ende des Trainings haben wir 1 gegen 1 gegen 1 gespielt. Das ist nicht im Video, aber es macht uns einfach Spaß. Es ist anstrengend. Ich kann selber mitspielen, was eine coole Sache ist. Und es ist ein lustiger Abschluss zu einem guten Training. So, Handy weg, schau, dass du das richtige Material hast. Was ist dein Ziel fürs Training? Und schreib dir deinen Trainingsplan auf. War das so schwierig? Aber die wenigsten machen es. Ich weiß, viele sagen, die haben den ganzen Sommer hart trainiert. Aber sie haben sich leider getäuscht. Sie haben viel Zeit vielleicht investiert, aber wirklich trainiert haben die nicht. Und Fakt ist, wenn du weit im Eishockey kommen möchtest, musst du manchmal alleine trainieren. Und richtig trainieren ist nicht schwer. Folge einfach diese Punkte und dein Training wird viel besser werden. Work hard, have fun, equals success. Mein Motto. Ganz einfach.
Also mach es. Und bis zum nächsten Mal bei Marcel's Hockey School.